wertvoller Freund. Willkommen zurück. Lass uns anfangen zu hinterfragen. Dunkelheit ist sehr still, doch manchmal gibt es in dieser Stille ein kaum spürbares Beben, als würde eine unsichtbare Hand deine Schulter berühren und deinem Geist die erste Frage zuflüstern: Wo beginnt das Licht wirklich? Wenn wir dieser Frage folgen, stehen wir vor der rauen Landschaft des iranischen Hochlands. Der trockene Wind wirbelt Staub auf und zeichnet feine Linien an die Hänge der Berge. Vor Tausenden von Jahren lebten die Menschen hier, in einer Ordnung, die von der Härte der Natur erdrückt wurde. Jede Dürre galt als Zorn eines Gottes, jeder Sturm als Wut eines anderen Geistes. Das Leben schien auf einer Angst zu ruhen, die darauf wartete, dass unsichtbare Mächte endlich Gnade zeigten. Das vielgöttliche System war kompliziert. Für Regen gab es einen Gott, für Fruchtbarkeit einen anderen, und mitten im Krieg suchte man Schutz bei einer noch zornigeren Macht. Doch die Menschen waren nie zufrieden, denn die Vielzahl am Himmel löste das Chaos auf der Erde nicht. Rituale linderten die Probleme, erklärten sie aber nie. Hinter allem musste ein größerer Sinn stehen. In einer solchen Zeit wuchs Zarathustra auf. Das Glaubenssystem um ihn herum erschien ihm immer unvollständig. Die Götter, die Menschen aus Angst nährten, waren für ihn zu viele, um das Universum wirklich zu erklären. Streit im Stamm, Opferzeremonien, endlose Kriege. Zarathustra begann zu glauben, dass all dies ein zerbrechliches Gebilde war, in dem der Mensch seine eigenen Konflikte an den Himmel projizierte. In seiner Jugend wurde sein Blick auf die Natur tiefer. Die geduldige Ordnung der Sterne, der tägliche Aufgang der Sonne, der rhythmische Kreis des Windes. All das zeigte ihm Spuren einer unsichtbaren Harmonie. Wenn es eine Ordnung gab, konnte sie kein Zufall sein. Auch wenn die erzählten Götter chaotisch wirkten, so trug die Natur selbst eine stille Ganzheit in sich. Dieses Erkennen öffnete in seinem Geist eine Tür. Das Universum atmete durch zwei Kräfte: Licht und Schatten. Diese beiden existierten nicht, um zu kämpfen, sondern um Ordnung zu schaffen. Doch die Gesellschaft war nicht bereit dafür. Hinterfragen war Mut, und Mut konnte Traditionen erschüttern, die seit Jahrhunderten bestanden. Je mehr Zarathustra seine Fragen äußerte, desto mehr sahen die Menschen seine Neugier als Bedrohung. Doch das Licht in seinem Inneren war so tief, dass es kein Zurück mehr gab. Eines Tages, während er am Fuß der Berge ging, fügten sich seine Gedanken zusammen. In der Stille spürte er eine Ordnung, als würde ein unsichtbarer Geist durch die Adern des Universums fließen. In diesem Moment verstand er, dass Dunkelheit und Licht nicht getrennte Feinde waren, sondern Kräfte, die einander ergänzten, und er begann, die Rolle des Menschen in diesem großen Gefüge zu hinterfragen. War der Mensch nur ein Träger seines Schicksals, oder war er das einzige Wesen, das bewusst zwischen diesen beiden Kräften wählen konnte? Für Zarathustra war der Mensch das einzige Lebewesen, das das Gleichgewicht des Universums beeinflussen konnte. Wählte er das Gute, stärkte er das Licht, wandte er sich dem Bösen zu, wuchs der Schatten. Dieser Gedanke eröffnete einen ganz neuen Weg. Der Mensch besaß einen Willen, der den Lauf des Universums verändern konnte. Diese erste Erkenntnis wurde später das Fundament seiner Lehre. Der Weg des Lichts begann im Inneren des Menschen und die Dunkelheit formte sich im Schatten seines eigenen Herzens.
So stellte Zarathustra die größte Frage seiner Zeit. Wer lenkt das Universum wirklich? Die Götter oder die Entscheidungen des Menschen? Die Vorstellung von Ordnung, die in Zarathustras Geist immer klarer wurde, zeigte sich selbst in den kleinsten Momenten des Lebens. Wachsende Wut, Neid oder Gier in den Menschen erschienen ihm nicht wie einfache Gefühlsausbrüche. Jede Bewegung des Schattens deutete für ihn darauf hin, dass eine unsichtbare Kraft in die Welt eindrang. So wurde die innere Welt des Menschen zu einem Bereich, der direkt mit dem Gleichgewicht des Universums verbunden war. Eines Tages, während er mit einer Karawane durch die Wüste zog, half ein kleines Ereignis, diesen Gedanken zu klären. Aus der Müdigkeit der Reise heraus brach ein Streit aus und ein Mann schleuderte seinen Wasserschlauch wütend auf den Boden. Das Wasser versickerte im Sand, verschwand einfach. Zarathustra erkannte in diesem Moment, dass dies nicht nur ein Ausbruch von Zorn war. Der Schatten im Menschen war stark genug, um selbst die kostbarste Ressource in einem Augenblick zu zerstören. Die Dunkelheit kam nicht von außen, sie stieg aus dem Inneren des Menschen auf. Diese Beobachtung schärfte seine Erkenntnis. Das Böse war kein unsichtbares Wesen. Es war die verzerrte Form der Entscheidungen des Menschen. Tage später, an einer Flusspause, spürte Zarathustra eine unerwartete Ruhe, während er den Lauf des Wassers betrachtete. Jede Bewegung des Wassers trug Ordnung in sich, glitzerte im Licht der Sonne und wirkte, als würde eine unsichtbare Vernunft sie lenken. Während die Geräusche um ihn herum verblassten, stand er an der Schwelle zu einer inneren Erleuchtung. Hinter der scheinbaren Unordnung der Welt lag eine tiefere Weisheit. Diese Ahnung wurde später die erste Spur des Gedankens an Ahura Mazda. Ahura Mazda erschien Zarathustra nicht wie ein gewöhnlicher Gott, sondern wie ein Prinzip, das das Universum lenkte. Er war die Quelle von Ordnung, von Güte und von bewusster Wahl. Dieser Gedanke war völlig anders als das vielgöttliche System seiner Zeit, denn hier gab es keinen Streit zwischen Göttern. Das Universum hatte ein einziges Licht der Wahrheit und der Mensch trug die Verantwortung, dieses Licht bewusst zu wählen. Doch dem Licht stand eine andere Kraft gegenüber, eine Kraft, die still wuchs. Wut, Lügen, Verletzungen, Gewalt. Zarathustra spürte hinter diesen Taten die Spur einer dunklen Absicht. Dieser namenlose Schatten würde später Angra Mainyu genannt werden. Diese Kraft wandte sich nicht gegen das Universum selbst, sondern gegen das Gleichgewicht im Inneren des Menschen. Je mehr Zarathustra diese beiden Kräfte verstand, desto tiefer erkannte er die Bedeutung des Feuers. Das Feuer der Nacht spendete nicht nur Wärme oder Licht, es ließ die Dunkelheit zurückweichen. Die Sprache der Flammen erzählte von Ordnung. Jeder Funke erinnerte an einen alten Kampf gegen den Schatten. Feuer war das sichtbare Bild des Lichts im Inneren des Menschen. Deshalb erschuf Zarathustra keine Mythologie, in der Licht und Dunkelheit einander vernichten wollten. Für ihn existierten beide, um die Entscheidungen des Menschen verständlich zu machen. Wählte der Mensch das Gute, wurde das Licht stärker. Wandte er sich der Dunkelheit zu, gewann der Schatten Raum. Diese Erkenntnis legte eine große Verantwortung in seine Hände. Der Mensch trug zum Gleichgewicht des Universums bei. Spät in der Nacht, als er vor dem Feuer saß, zeigte ihm die Bewegung der Flammen eine Wahrheit erneut. Das Licht versuchte nicht, die Dunkelheit völlig zu zerstören. Es drängte sie zurück, begrenzte sie
aber löschte sie nie aus. Dieses Bild gab Zarathustra die einfachste Erklärung des kosmischen Prinzips. Ordnung erhielt ihre Bedeutung durch das Vorhandensein von Gegensätzen. Mit diesem Verständnis begann Zarathustra zu überlegen, wie der Mensch sein inneres Licht stärken konnte. Gute Gedanken, gute Worte und gute Taten waren für ihn nicht nur moralische Ratschläge, sie hatten spürbare Wirkung auf die Ordnung des Universums. Die Entscheidung eines Menschen konnte nicht nur sein eigenes Leben, sondern den gesamten Ablauf der Existenz beeinflussen. Diese Ideen würden Jahre später zur Lehre werden und die Sprache des Feuers würde eines der zentralen Symbole des Zoroastrismus sein, doch in diesem Moment gab es für Zarathustra nur eine einzige Wahrheit. Das Licht weist immer dem den Weg, der es wählt. Die Ordnung, die Zarathustra in seinem Geist formte, blieb nicht nur eine Kosmologie, die in den Tiefen des Himmels kreiste. Sie zog einen Weg, der bis in das Verhalten der Menschen, ihre Beziehungen und ihren täglichen Rhythmus reichte. Denn das Böse war keine ferne Kraft. In jedem Moment, in dem der menschliche Wille trüb wurde, wurde der Schatten stärker. Deshalb ordnete die Gemeinschaft ihr Leben neu im Bewusstsein, dass das Licht nicht in Ritualen beginnt, sondern im Verhalten. Der feine Rauch, der jeden Morgen aus den Feuertempeln stieg, war nicht nur Zeichen einer Verehrung. Er symbolisierte, dass die innere Dunkelheit des Menschen einen Schritt zurückwich. Diese Tempel, die Atashkas, waren wie das Herz des Volkes. Wenn die Menschen vor dem Feuer standen und die Wärme ihr Gesicht berührte, spürten sie, wie ihre Müdigkeit leichter wurde. Die Flammen trugen eine stumme Botschaft in sich, eine Erinnerung, die den Schatten zurückdrängte. Die Rituale waren schlicht, aber voller Bedeutung. Die Harmonie von Wasser, Erde, Luft und Feuer diente dazu, die innere Absicht des Menschen zu reinigen, dass die Priester, die Magier, die ganze Nacht hindurch wachten, damit das Feuer nicht erlosch, war ein Symbol dafür, dass die Ordnung des Universums ununterbrochen weiter bestehen musste. Dieses Feuer war der sichtbarste Weg, die innere Helligkeit des Menschen zu erinnern. Denn Dunkelheit gewann nur dann Kraft, wenn man sie vergaß. Ehrlichkeit war in der Gesellschaft mehr als eine Tugend. Wenn ein Mensch log, täuschte er nicht nur eine andere Person. Er nährte auch den Schatten im Universum. Deshalb wurde jedes Wort abgewogen, jedes Versprechen trug Gewicht. Mit der Zeit entstand dadurch ein unsichtbares Netz des Vertrauens. Jeder glaubte, dass selbst der kleinste Schritt eine Schwingung erzeugte. Schon der Gedanke an das Böse wurde etwas, vor dem man sich scheute. Auch der Tod erhielt in dieser Ordnung eine andere Bedeutung. Man glaubte, dass die Seele des Menschen die Chinvat-Brücke überquere. Diese Brücke zeigte die Folgen der Entscheidungen eines gesamten Lebens. Für jene, die im Licht lebten, wurde sie breit. Für jene, die die Last des Schattens trugen, wurde sie schmal. Dieser Übergang war weder Strafe noch Belohnung, sondern lediglich das natürliche Ergebnis der eigenen Entscheidungen. Der Tod wurde nicht zum Ende, sondern zu einem Spiegel, in dem der Mensch sich selbst sah. Dieses Verständnis war sogar in den kleinsten Beziehungen spürbar. Nachbarschaft war nicht nur Hilfe, sondern ein Band, das die Balance von Haus zu Haus weitertrug. Eine wachsende Spannung in einem Heim galt als kleiner Schatten, der sich auf alle ausbreiten konnte. Darum
bemühten sich die Menschen, Probleme früh zu lösen und der Dunkelheit keine Wurzeln schlagen zu lassen. Im Zoroastrismus galt die größte Gefahr als moralischer Schlaf. Nicht die Wut selbst rief die Dunkelheit, sondern das Unbemerktbleiben der inneren Bewegung. Das häufigste Gebot der Priester war deshalb: beobachte deine Gedanken. Denn wenn der Gedanke trüb wird, verändert sich das Wort. Wenn das Wort sich verändert, wandelt sich die Tat. Und in diesem Moment gewinnt der Schatten an Kraft. Mit der Zeit verbreitete sich diese Lehre. In vielen Kulturen Wahrhaftigkeit, Gewissen, Jenseitsgedanke und die Wirkung menschlicher Entscheidungen nahmen neue Formen an und lebten in anderen Glaubenssystemen weiter. So wurde der Zoroastrismus wie eine unsichtbare Ader, die das Denken vieler Gesellschaften nährte. Jeder Moment vor dem Feuer war eine Gelegenheit, das eigene innere Licht wiederzufinden. Während die Flammen die Dunkelheit zurückdrängten, erkannte der Mensch auch die Dunkelheit in sich selbst, und jede Erkenntnis öffnete die Tür zu einem neuen Anfang. Denn in diesem Glauben war die Nähe zum Licht nicht Ergebnis eines Rituals, sondern Ergebnis einer Entscheidung. Und du? Was hast du getan, als du dich in einer dunklen Situation befandst? Komm, machen wir weiter. Der Zoroastrismus wurde mit der Zeit nicht mehr nur zu einer persönlichen Suche oder zum Glauben kleiner Gemeinschaften. Er verwandelte sich in eine Ordnungsidee, die ganze Regionen prägte. Der Gedanke, dass die Wahl zwischen Gut und Böse nicht nur das eigene Schicksal, sondern auch die Zukunft der Gesellschaft bestimmte, reichte bis in die Regierungsformen des Persischen Reiches hinein. Deshalb wurde der Schutz des Lichts nicht nur zu einer persönlichen Verantwortung, sondern zu einem Prinzip, das in die Grundlage des Staates eingewoben wurde. In der Aufstiegszeit des Achämenidenreiches wurde diese Lehre sichtbarer. Die Könige galten nicht nur als militärische Herrscher, sondern als Bewahrer der kosmischen Ordnung. Die Figuren, die in die Palastmauern gemeißelt waren, zeigten, dass die Ordnung des Guten durch den König in die Welt getragen wurde. Ein Herrscher, der sich von der Gerechtigkeit entfernte, schädigte nicht nur sein Volk, sondern schwächte auch einen Ring des Lichts im Universum. Darum galt Gerechtigkeit als der wichtigste Pfeiler der Regierung. Der Einfluss des Zoroastrismus überschritt die Grenzen und erreichte andere Kulturen. Wahrhaftigkeit, der Widerstand gegen das Böse und die Vorstellung einer Abrechnung nach dem Tod wurden in neuen Glaubenssystemen auf verschiedene Weise weitergeführt. So blieb der Zoroastrismus, auch ohne direkte Spuren zu hinterlassen, eine stille Grundlage im Denken vieler Religionen. Doch keine Ordnung bleibt ununterbrochen bestehen. Der Persienfeldzug Alexanders des Großen war nicht nur eine militärische Zerstörung. Er war ein Bruch, der die gesellschaftliche Kraft von Zarathustras Lehren erschütterte. Tempel wurden geplündert, Priester zerstreut, die heiligen Feuer gelöscht. Zum ersten Mal entstand in der Geschichte dieses Glaubens eine lange Epoche der Dunkelheit. Das Volk spürte die Leere, die der Zerfall der alten Ordnung hinterließ. Jahrhunderte später brachte der Aufstieg des Sassanidenreiches dem Zoroastrismus neues Leben. Die Tempel wurden restauriert, die heiligen Feuer neu entzündet und die Magier erhielten ihre Bedeutung zurück. Doch der Geist der Zeit hatte sich verändert. In den weiten Gebieten des alten Persiens
hatten inzwischen auch andere Religionen Einfluss gewonnen. Die sassanidischen Könige stellten den Zoroastrismus wieder ins Zentrum des Staates, doch die Gesellschaft wurde nun von vielen verschiedenen Kulturen geprägt. Diese Veränderung erhielt eine neue Dimension, als der Islam die Region erreichte. Viele alte Tempel schlossen, die Macht der Priester nahm ab und der Zoroastrismus verlor sein riesiges Gebiet und zog sich in kleinere Gemeinschaften zurück. Ein Glaube, der einst Imperien geformt hatte, wurde nun zu einem Erbe, das nur in den Erinnerungen bestimmter Familien überdauerte. Doch das Feuer erlosch nie vollständig. Kleine Gruppen, die den verschiedenen Unterdrückungen der Geschichte entkamen, wanderten nach Indien aus und bildeten die Gemeinschaft, die heute als Parsis bekannt ist. In ihren Tempeln brennen noch immer Feuer, die seit Jahrhunderten nicht erloschen sind. Diese Feuer sind wie stille Zeugen, die Aufstiege, Zusammenbrüche und die Veränderungen der Weltgeschichte beobachten. Die Parsi-Gemeinschaften bewahrten die Lehren des Zoroastrismus, nicht nur in ihren Ritualen, sondern auch in ihrem Lebensstil. Wahrhaftigkeit, Verantwortung, der Schutz des Lichts und das Bewusstsein der Dunkelheit blieben die Mitte ihres Alltags. So überlebte der Zoroastrismus, auch ohne die einstige Pracht des Persischen Reiches, als geistige Kraft. Heute spricht dieser Glaube nicht mehr zu großen Massen, doch seine Vorstellung von Verantwortung lebt in der modernen Welt in neuen Formen weiter. Die Idee, dass die Entscheidungen eines Menschen eine universelle Wirkung haben, ist zu einem Grundpfeiler zeitgenössischer Ethik geworden. Der Gedanke, dass das Denken das Wort formt, das Wort die Tat beeinflusst und jede Tat eine Spur im Universum hinterlässt, ist immer noch gültig, das stärkste Erbe in der tausenden Jahre langen Reise des Zoroastrismus ist das Feuer selbst. Denn Feuer ist nicht nur ein Symbol der Vergangenheit, es ist ein Zeichen, das an das Licht im Inneren des Menschen erinnert. Im Flackern der Flammen liegt eine stille Botschaft, dass das Universum immer noch nach Ausgleich sucht. Das Licht, das der Zoroastrismus über Tausende von Jahren getragen hat, ist trotz der Schläge der Zeit nicht erloschen. Reiche stürzten ein, Kulturen vermischten sich, Grenzen veränderten sich. Doch der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit im Inneren des Menschen blieb derselbe. Deshalb überdauerte die Verantwortung, von der Zarathustra sprach, die alten Rituale und sickerte in den Boden der modernen Welt ein. Denn der innere Konflikt des Menschen verlor sich in keiner Epoche, er veränderte nur seine Form. Heute ist der Zoroastrismus vielleicht kein Glaube mehr, der große Gesellschaften prägt, aber die Ideen, die er hinterließ, tragen noch immer eine stille Spur im Geist des modernen Menschen. Der Gedanke, dass das Böse keine äußere Macht ist, sondern ein Schatten, der aus menschlichen Entscheidungen erwächst, dass das Gute kein Geschenk ist, sondern ein gewählter Weg und dass jedes Wort und jede Handlung eine Resonanz im Universum findet. All das lebt tief in der modernen Ethik weiter. Die Parsi-Gemeinschaften, die nach Indien auswanderten und dieses Erbe bewahrten, wurden zu den letzten großen Trägern dieser Tradition. In ihren Tempeln brennen Feuer, die seit Jahrhunderten nicht erloschen sind. Diese Flammen sind nicht nur ein religiöses Symbol, sie sind die lebendige Erinnerung an Zarathustras Lehre über das innere Licht des Menschen. Die Flammen haben eine eigene, zitternde Sprache.
Sie erzählen, dass der alte Kampf gegen die Dunkelheit noch immer weitergeht. Für die Parsis bedeutet selbst ein kurzer Moment der Stille vor dem Feuer, die Fortsetzung eines tausende Jahre alten Denkens. In dieser Stille begegnet der Mensch seinen eigenen Entscheidungen. Er erkennt das Licht, das in ihm zirkuliert, die Spuren, die der Schatten hinterlässt und die Last seiner Verantwortung. Vielleicht ist dies der tiefste Kern des Zoroastrismus, den Menschen nicht nur mit heiligen Regeln, sondern mit seiner eigenen inneren Welt allein zu lassen. Denn nach dieser Lehre ist der Mensch nicht nur Teil der kosmischen Ordnung, er ist ein bewusster Akteur, der sie stärkt oder schwächt. In der Geschwindigkeit der modernen Welt verliert der Mensch oft seine innere Stimme. Der Klang der Technologie, der Lärm der Städte, das Chaos des Alltags überdecken das tiefe Denken. Doch das Licht, das der Zoroastrismus hinterließ, erinnert sich uns noch immer. In kleinen Momenten nicht zu schweigen, wenn man Ungerechtigkeit sieht. Eine kleine gute Tat nicht zu unterschätzen, über das Gewicht eines Wortes nachzudenken. All das sind kleine, aber bedeutungsvolle Entscheidungen, um die Dunkelheit nicht zu nähren. Die Beziehung des Menschen zu guten Gedanken, guten Worten und guten Taten ist heute längst mehr als eine religiöse Lehre. In Psychologie, Soziologie und Ethik diskutiert man genau darüber, wie Gedanken zu Handlungen werden und wie jede Handlung eine Wirkung hinterlässt. So treffen sich die ältesten Prinzipien des Zoroastrismus mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, denn das Erkennen des eigenen Schattens weist in jeder Epoche auf dieselbe Verantwortung hin. Die Spur des Zoroastrismus in der Welt ist manchmal unsichtbar und zeigt sich manchmal in neuen Formen in anderen Kulturen. Doch in welcher Gestalt sie auch erscheint, die Lehre trägt immer dieselbe Frage: Dient der Mensch der Dunkelheit oder vergrößert er das Licht? Diese Frage blieb in jeder Epoche gültig, denn der Kampf im Inneren des Menschen endete nie. Wenn heute ein Parsi am frühen Morgen vor dem Feuer steht und die Augen schließt, ist das nicht nur die Fortsetzung einer alten Tradition. In dieser Stille hört der Mensch sich selbst. Er spürt, welche Entscheidungen die Dunkelheit genährt und welche das Licht geschützt haben. Das Flackern der Flammen ist wie ein Zeichen, dass das Universum noch immer nach Gleichgewicht sucht. Der Zoroastrismus ist heute vielleicht nicht mehr der Glaube eines großen Reiches. Die alten Tempel sind gefallen, Feuer sind erloschen, Gesellschaften haben sich verändert. Doch was bleibt, ist eine Wahrheit, die die Zeit nicht auslöschen konnte. Der Mensch ist ein Wesen, das mit seinen Entscheidungen das Licht des Universums stärken oder seinen Schatten vergrößern kann. Und dieser Gedanke ist stark genug, um keiner Epoche der Dunkelheit zu gehören. Ja, mein Freund, du hast bis hierher zugehört. Was denkst du über diesen Glauben? Schreib es mir in die Kommentare.